Die Ackerdruckplatte einschmelzen eigentlich, dachte ich, das wäre super einfach und braucht keine weitere Erklärung. Aber zwischenzeitlich wurde ich häufiger gefragt, wie schmilzt du die Ackerdruckplatte ein? Ich stellte fest, dass die Leute unsicher oder ängstlich sind, wenn es an das Einschmelzen der Ackerdruckplatte geht. Die totale Katastrophe ist natürlich, wenn die Platte nach dem Einschmelzen nicht mehr fest wird, weil viel zu viel Flüssigkeit zugegeben wurde. Deshalb dieses Video, wo du genau sehen kannst, wie die Ackerdruckplatte eingeschmolzen wird. Zusätzlich zeige ich noch, wie ich die Druckplatte aufbewahre, und auch das werde ich des Öfteren gefragt, wie ich sie für meine Kurse oder zum Einlagern verpacke. Zuerst befreie ich die Druckplatte von Farbresten und schneide sie in kleine Stücke. Zuvor abwischen, was sich mit dem Tuch nicht abwischen lässt, mit dem Cuttermesser möglichst dünn wegschneiden. Ich möchte keine Farbreste in meiner Ackerschmelze haben. Die wären da umständlich rauszufischen, weil sie nicht einfach oben aufschwimmen. Wenn es dich nicht stört, brauchst du nichts wegzuschneiden. Dann hast du irgendwann eine gesprenkelte Ackerdruckplatte. Dann gebe ich 250 bis 300 Milliliter Wasser zu. Beim Aufkochen verliert die Masse Flüssigkeit, die ich damit ausgleiche. Wie viel Wasser ich zugebe, hängt davon ab, wie stark die Platte geschrumpft ist. Ackerdruckplatten sind Naturprodukte und schrumpfen mit der Zeit oder, wenn sie sehr trocken werden, wölben sie sich an den Seiten hoch. Aber keine Angst, zum Schrumpfen braucht's Monate. Beim Aufkochen kannst du den Wasserverlust durch die Zugabe von Wasser ausgleichen. Die Platte, die ich hier einschmelze, war eine recht feste Druckplatte und ich wollte für meine nächsten Projekte lieber eine etwas weichere Druckplatte haben. Wenn du allerdings eine sehr weiche Druckplatte einschmilzt, dann nur eine Tasse Wasser zugeben oder auch überhaupt kein Wasser, damit deine Druckplatte nach dem Kochen fester wird als vorher. Zuerst bei mittlerer Hitze deine Masse anschmelzen und dann auf höchster Stufe 1-2 Minuten sprudelnd kochen. Dann in die Form gießen. In ca. 3 Stunden kann die Druckplatte gestürzt werden und ist einsatzbereit. Eine andere Möglichkeit, eine viel zu weiche Druckplatte fester zu bekommen, ist, sie einfach unter Zugabe von ca. 6 Gramm Agar-Agar einzuschmelzen. Damit das Agar dann richtig ausgeliert, solltest du hier jetzt deine Masse 10 Minuten sprudelnd kochen lassen, wie ich im Video Jellyplate selber machen ohne tierische Gelatine zeige. Ich verlinke das mal hier oben rechts und am Ende. Ist deine Agar-Druckplatte dann immer noch zu weich, nochmal aufkochen und weiteres Agar-Agar zugeben, also langsam rantasten. Leider kann ich hier keine konkreteren Angaben machen, weil ich deine viel zu weiche Druckplatte nicht live vor mir liegen habe. Das ist so der Moment, wo ich gerne daneben stehen würde, um anzuleiten. Wegwerfen muss man jedenfalls normalerweise nichts. 6 Gramm Agar-Agar sind etwa 1 Teelöffel und das entspricht 8 Blatt Gelatine. Agar-Agar bindet also wesentlich stärker ab als Schweinegelatine. Die ausgehärtete Agar-Druckplatte stürze ich auf eine Plexiglasscheibe, die glatte Seite nun oben auf. Das ist die Seite, auf der dann gedruckt wird. Mein Gießrahmen dient als Deckel, wenn ich die Platte nicht benutze und sie deshalb verstauen möchte. Wichtig ist, dass auf der glatten Seite der Agar-Druckplatte nichts aufliegt. Würde ich hier jetzt Folie drauflegen, besteht die Gefahr, dass Knitter in der Folie sich in die Druckplatte einprägen. Also wenn die glatte Seite glatt bleiben soll, bitte nichts drauflegen. Für die Agar-Printing-Kurse verpacke ich die Druckplatte zum Transport. So verpackt kannst du sie monatelang lagern. Dazu wird die Platte mit der glatten Seite nach unten umgedreht. Das ist wichtig, damit sie mit der glatten Seite auf dem Plexiglas liegt und nicht die Struktur von der Verpackungsfolie annimmt. Dann eine Folie drüber, mit Frischhaltefolie einwickeln. Das Ganze stecke ich dann noch in einen Müllbeutel und fertig. So verpackte Platten sind auch nach einem Jahr verpackter Lagerung noch wie frisch gekocht bzw. frisch gegossen. Wichtig ist, wenn ich mit Drucken fertig bin oder eine Platte einlagern will, reibe ich sie mit Spiritus zur Konservierung ab. Besonders wenn du auf der Platte schon gedruckt hast, ist das super wichtig,
Leitungswasser ist nicht keimfrei, Spiritus konserviert. Und noch ein paar Dinge, die du tun oder lassen solltest. Bitte niemals mit Alkohol oder Spiritus statt Wasser die Druckplatte einschmelzen. Erstens hat das einen anderen Siedepunkt als Wasser und ist flüchtig. Zudem, wer möchte schon im Spiritus oder Alkoholdampf stehen? Ich gebe optional, wenn die Platte aufgekocht ist und nicht mehr sprudelt, ein paar Spritzer Spiritus zur Konservierung zu. Der hilft auch bei der Verplastillierung. Und bitte immer beim gleichen Material bleiben. Also wenn Spiritus drin ist, bitte nicht beim Einschmelzen dann zu Alkohol greifen oder noch Glycerin zu geben oder sonst was. Ja. Manche Videos hier auf YouTube empfehlen, die Jelly Blade mit Babytüchern oder Glasreiniger abzureiben. Bitte mache das mit der Agar-Druckplatte auf gar keinen Fall. Das verträgt sie nicht. Glasreiniger enthalten oft Essig oder Ähnliches und das greift die Platte an. Auch Babyfeuchttücher können die Agar-Druckplatte angreifen. Grundsätzlich, was drin ist, darf drauf. Also mit Spiritus reinigen, bevor du die Platte verstaust. Ich hoffe, dass dir dieses Video weiterhilft und gefallen hat. Ein Like von dir wäre toll, das ist der Applaus für mein Video. Wenn du dann auch noch den Abo-Button und die Glocke daneben drückst, ist das eine Standing Ovation. Durch das Drücken der Glocke wirst du zudem sofort informiert, sobald ich etwas Neues hochlade. Also abonnieren nicht vergessen. All das hilft, dem Kanal zu wachsen. Dankeschön.